Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr hört es wahrscheinlich schon, meine Stimme ist wieder da, mir geht's wieder relativ gut. Ich bin noch ein bisschen verschnupft in der Nase, aber meine Stimme ist jetzt wieder so weit da, dass ich sagen kann, okay, ich kann wieder aufnehmen und ja, heute hole ich endlich mal das Video nach, was ich schon lange machen wollte, nämlich das neue Update, ne, euch zeigen von Diplomacy is not an option. Da gab es ja jetzt schon ewig kein Video mehr hier auf meinem Kanal. Das letzte Video war, glaube ich, im August 2022. Da kam das große August-Update von dem Spiel raus. Zwischenzeitlich gab es mal ein paar kleinere Updates, Bugfixes und so eine lustige Tagebuch-Story quasi. Und ja, seit dem 17. Mai, na, heute ist der 25., also ein bisschen sehr spät, aber seit dem 17. Mai gibt es ein neues großes Frühlingsupdate, was ich euch einfach jetzt mal ein bisschen näher bringen möchte. Ja, was ist neu? Und zwar sieht man das gleich hier am Anfang. Es ist der Sandbox-Modus reingekommen. Sonst gab es ja immer nur Herausforderungsmodus und Endlosmodus. Da hat sich hier nichts weiter getan, aber im Sandbox-Modus kann man jetzt hier seine eigene Karte, das sind glaube ich 3 Stück hier, wenn ich mich nicht verzählt habe, und dann hier die Karte halt noch ändern, und da kann man dann hier noch auswählen, was man hier halt haben möchte oder so. Ach nee, ach so, hier oben stellt man die Karte ein und das ist die Umgebung. Ah ja, okay, also wie die aussieht, ob das hier so grüner Wald oder vertrocknetes Sumpfland oder so ein Bums sein soll. Genau, ja, und dann kann man dann auch hier seine Startressourcen und seine Startarmee hinzufügen. Kann man dann aus allen Truppen auswählen, die man halt haben möchte. Kann man bestimmt ganz schöne Sachen machen, und dann kann man auch irgendwo noch seine Wellen selber einstellen, also welche Truppen man bekämpfen muss oder die einen angreifen, seine Burg quasi, ne? Ja, ist ganz cool, denke ich, wenn man so vielleicht mal ein paar Sachen ausprobieren möchte oder einfach so mal eigene Herausforderungen erstellen will. Das, ja, ist bestimmt recht cool. Vielleicht mache ich da auch mal was, vielleicht auch mal privat, vielleicht auch als Video, je nachdem, wie ihr das Video hier anschaut und vielleicht auch mögt. Ne? Ja, gut, dann starten wir jetzt mal in so einen kleinen Testlauf einfach mal rein, und dann sehen wir mal, was es alles so Schönes Neues dazu gibt. Bis gleich. So, da sind wir hier in meiner Testwelt oder in meiner, ja, Ausprobierwelt quasi. Da kommen, wie gesagt, keine Angriffe ran, sondern da kann ich halt einfach bauen, wie ich lustig bin, und euch zeigen, was es alles so Neues gibt. Wir drehen es hier mal richtig rum. Und zwar seht ihr wahrscheinlich schon gleich hier im Vordergrund. Es gibt jetzt Fallen, Verlangsamungsfalle, die, ja, macht, was der Name schon heißt, Gott. Die macht 30% weniger Geschwindigkeit bei den Feinden quasi. Macht keinen Schaden, aber macht die halt ein bisschen langsamer. Und dann gibt es halt hier solche Fassminen, die dann explodieren, wenn ein Feind quasi in der Nähe ist oder draufläuft. Ich glaube eher draufläuft. Und ja, ne, das sind die 2 Fallen, die findet man hier unter dem Menüpunkt quasi. Zusätzliche Verteidigungen. Hier ist auch jetzt eins dazugekommen. Nämlich hier dieses ganze Zeug. Da kann man jetzt auch solche riesigen Wachtürme bauen. Beziehungsweise das ist der normale Wachturm und das ist der größere. Und dann kann man halt das noch ein bisschen taktischer bauen, wenn man jetzt hier so eine geschlossene Mauer hat. Und man hat hier so ganz viele Türme dastehen mit Armbrustschützen und so weiter. Dann kann man jetzt im Hintergrund solche etwas erhöhten Türme bauen. Ich baue jetzt einfach mal, ja, ich baue jetzt einfach mal das Ding hier. So.
Und dann wird es halt hier hochgezogen. Und da kann man dann auf erhöhte Positionen zum Beispiel hier diese Balliste draufstellen. Können wir hier mal schnell auf die höchste Geschwindigkeit oder auf die mittlere Geschwindigkeit. Und dann sieht man das schon, ist es hier auf erhöhter Position und die haben dann auch einen Reichweitenbonus, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke es mal schon, weil die haben ja dann auch einen Reichweitenbonus. Ja, hier steht es ja dann. Zusätzliche Schussbereich 50%, zusätzliche Schussreichweite auch 50% und hier nur 25%. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Hält natürlich weniger aus, weil ja keine Mauer drumherum ist, ne? Aber so im Hintergrund, so mit Ballisten oder Katapulten vollzustellen, ist bestimmt eine ganz coole Idee. Und genau, da gibt es verschiedene Größen. Kann man dann auch in Trebuchet oder ja, 4 Katapulte draufstellen oder sonstige Sachen. Oder auch einfach Armbrustschützen, die dann einfach weiter schießen können. Ne? So ist es auch gedacht. Ja, dann gibt es jetzt hier in den Mauerstücken, in jeder Mauer glaube ich, außer in den Holzwellen. Habe ich hier irgendwo Holzwall? Nee, hab ich nicht. Ich baue mal fix noch eine. Ja. Gibt es jetzt hier solche Löcher quasi, das muss man sich freischalten. Diese Freischaltung findet man hier oben, wenn man die Universität gebaut hat. Und das ist, die heißt Rohre in den Wänden und das ist eigentlich nur kochendes Pech oder kochendes Öl. Und das kommt dann hier raus geflossen quasi, wenn dann die Feinde quasi so davor stehen und da drauf klopfen. Dann kommt dann hier so kochendes Pech rausgelaufen, welches Schaden zufügt. Und ja, ne, ist ganz cool. Und ja, man sieht hier, Holzwälder haben keine, aber alle anderen haben diese Löcher-Torhäuser. Weiß ich gerade gar nicht, ob die das auch haben. Können wir mal ganz kurz hier ausprobieren. Und genau, dann gibt es hier noch mehrere Forschungsgebiete quasi oder neue Forschungszweige. Einmal hier dieses kochendes Öl, dann bei Kaserne 2 gibt es jetzt erweiterte Helmschlitze. Okay, da haben Armbrustschützen mehr Angriffsreichweite und Zielsuchreichweite. Ansonsten hier drüben eigentlich nichts mehr, denke ich. Zumindest, ja, habe ich jetzt nichts Neues gefunden. Das meiste ist dann eigentlich hier drüben. Und zwar haben jetzt berittene Bogenschützen die Fähigkeit, explosive Pfeile zu schießen, die mehr Schaden anrichten, ist aber nur temporär und nicht dauerhaft. Also hat eine gewisse Dauer quasi. Hier steht von 25 Sekunden. Ich denke, im Notfall oder so, oder wenn es mal brenzlig wird, kann man da mal ganz gut reinhalten. Die hier haben jetzt die Fähigkeit Pferdegesundheit. Und das macht, dass die Verzögerung bei der Regeneration 2 Sekunden eher in Kraft tritt und die Geschwindigkeit um das 1,5-fache erhöht wurde. Also regenerieren ein bisschen schneller ihr Leben. Ist, denke ich, nice to have. Habt es noch nicht ausprobiert. Und dann hier noch die jetzt wirklich die Ritter mit Pferd, also quasi die hier, haben jetzt auch eine aktive Fähigkeit, und zwar Pferdedosis. Da wird halt die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, aber die erleiden 60 Schaden. Wenn man das jetzt mal ausprobiert hier, hat jetzt hier Schaden bekommen, aber er reitet schneller, was vielleicht beim Rückzug quasi dann schon etwas hilfreich ist, wenn man mal aus einer brenzlichen Situation wegreiten möchte. Ja, dann hier der berittene Bogenschütze. Zeige ich euch auch nochmal die explodierenden Pfeile. Ja, macht auf jeden Fall mehr Schaden, wenn er denn trifft. Macht, glaube ich, auch mehr Schaden jetzt an Gebäuden oder so.
Okay, das ist der normale Pfeil wieder. Hat halt nur 25 Sekunden. Das ist vielleicht ein bisschen... Ne, das... Ach so, der hat noch mit dem explodierenden Pfeil geschossen. Und man sieht hier auch, die Torhäuser haben auch das kochende Pech. Das pechende Koch. Ja, gut. Ja, das war's eigentlich auch schon. Also ganz cooles Update, denke ich. Mal wieder ein etwas größeres. Hätte mir zwar hier und da vielleicht mal noch eine neue Einheit gewünscht, vor allem hier in dem Nahkampfbereich. Da hat man ja 5 Nahkämpfer, vielleicht noch irgendwas Cooles, so ein Streitkolbenkämpfer oder sowas. Aber vielleicht kommt es ja noch. Bei der Kampagne gibt es leider noch nichts. Da gibt es immer nur noch die 2 Missionen, die man da spielen kann. Und wenn ich noch irgendwas vergessen haben sollte, könnt ihr ja das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das denn möchtet. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt ein kleines, kurzes Video von Diplomacy is not an option. Wenn ihr da mal wieder ein paar mehr Folgen sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne. Es gibt ja jetzt eigentlich nicht so viel. Den Endlos-Modus habe ich ja schon gespielt auf meinem Kanal. Die 2 Kampagnen habe ich schon gespielt und ja, ansonsten kann ich euch nur zeigen, was hier neu dazugekommen ist und genau. So, gut jetzt mit dem Rumgeschnack. Oh, hier rennt ein Hirsch rum, aber der ist schon lange da. Naja, gut. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne eine Bewertung da, schaut euch auch gerne die anderen Videos von Diplomacy is not an option oder von Stronger Crusader an. Da wird es wahrscheinlich dann auch bald wieder ein bisschen spannender mit der neuen KI. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Habt noch eine schöne Woche. Heute ist Donnerstag, Vize-Freitag und bis bald. Tschüssi.